Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute starte ich mit einem Interview. Ich interviewe nämlich Christoph über sein neues Bauprojekt, habe ich mir gedacht. Und da nehme ich euch natürlich gleich mit. Und wie ihr seht, wir befinden uns beim Hafen. Also. Wir interviewen hier gar niemanden, würde ich sagen. Denn es ist schon mehr als an der Zeit, dieses neue Gebäude jetzt endlich mal herzuzeigen. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Gleich direkt drauf, und zwar von der Nähe. Ja, ich muss weil unsere Zuschauer da schon so lange gewartet haben. Und ich möchte das jetzt gerne mal herzeigen, was wir hier schon die längste Zeit. Mir kommt vor, Rita interessiert diese Hafenanlage nicht besonders. Nein, aber ich muss doch herzeigen, wo sich diese Anlage genau befindet. Ach. Ich wollte das eigentlich so als konsekutive Serie machen, dass da jedes zweite Video oder so wieder mal was zu diesem Mock hier kommt. Was ist passiert? Rita hat ständig irgendwelche anderen Sachen in den Vordergrund geschoben und hat gesagt, wir müssen den Sessel filmen, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Oh. Heute ist endlich mal der Tag der Wahrheit gekommen und wir präsentieren euch jetzt mal den ersten Entwurf dieser Fabrik. Und zwar ist Folgendes passiert. Wie ihr seht, es gibt in unserem Stadtbereich sehr viele Burgerlokale. Oh ja. Und unsere Bewohner, die man glaubt es kaum, ja, total auf einen Fischmeck. Das ist der beliebteste. Und jetzt war ein schlauer Mann, den werden wir gleich kennenlernen. Der hat hier eine alte Fabrikshalle, die schon seit über 20 Jahren leer steht, ja, mehr oder weniger fachmännisch wieder aufgebaut und in Schuss gebracht. Und du kannst jetzt endlich mal die Kamera mit hernehmen, denn unsere Zuschauer wollen jetzt endlich das Gebäude sehen. Ich wollte das nur mit professioneller Kameraführung machen. So sieht das jetzt von außen also aus. Sehr ich habe cool. das schon mal in einem anderen Video gesehen, da war es aber noch nicht fertig. Das heißt, hier ist jetzt so ein Schaufenster, also so eine Rezeption, wo die Leute hinkommen können und ja, zur Anmeldung. Dann haben wir hier die Fenster jetzt in Grau eingebaut, hier so, ja, so Taue und Masten von hoppla. Ups. Das ist wahrscheinlich noch nicht so ganz gut. Oh. Hier ist aber auf jeden Fall ein cooler Mast mit einem Hai und mit einem Steuerrad von einem Schiff drauf. Das heißt, das erinnert schon ein bisschen an dieses ja, Fisch- und Meeresfeeling. Genau. Hier sind so Fahnen, die wollte ich gerade filmen, aber es bleibt immer auf der Ninjago City jetzt, aber genau. Das hat die Kamera die ganze Zeit in Ninjago City fokussiert. Vielleicht ist die Kamera auch interessierter an der Ninjago City, man weiß es nicht. Ich denke, vom Vorteil interessiert sich niemand für einen Mock. Doch die Zuschauer haben uns so viele tolle Einsendungen geschickt. Ich habe am Anfang geglaubt, das wird die die Lagerhalle. Jetzt habe ich es aber in eine Fabrik umgewandelt. Und zwar hat uns beiden der Vorschlag mit der Fischstäbchenfabrik am besten gefallen. Und deswegen haben wir jetzt den Innenbereich auch mal dazu eingerichtet. Warte, ich filme noch schnell die Rückseite, wie die jetzt fertig aussieht. Also hier oben geht eine Treppe hinauf. Wir wollen ja dann am Dach auch was platzieren. Uns geht ja langsam der Platz aus. Und wir müssen schauen, dass wir ein bisschen mehr in die Höhe bauen. Deswegen, wir haben schon fürs Dach einen Vorschlag. Da warten wir gerade noch einfach ein paar Teile. Ja. Und ja, das Interessante ist wahrscheinlich der Innenbereich. Da hast du auch mitgearbeitet. Den kannst du wahrscheinlich ein bisschen erzählen und beschreiben. Also, ihr habt uns ja diese tolle Idee geschickt, dass wir eben eine Fischstäbchenfabrik machen könnten. Und wie ihr seht, wir haben versucht, das so gut wie möglich umzusetzen. Ich starte mal mit der Produktionskette, nämlich hier, ihr seht es, werden die Fische angeliefert. Das sind silberne Fische im Netz und die werden hier eben auf das Förderband mal abgelegt. Wir haben da auch einige Mitarbeiter, die da helfen. Und genau, ihr seht es, in dem Netz werden die silbernen Fische abgelegt.
Dann werden sie entschuppt, haben wir uns gedacht. Genau deswegen sind die dann hier so blau nach der ersten Station. Dann natürlich auch wieder ein Mann, der das super kontrolliert hier. Dann hier offensichtlich einer, der schlecht war, der wird da irgendwie aussortiert. Keine Ahnung, was mit dem faul war. Vielleicht war er schon angebissen, man weiß es ja nicht. Dann kommen sie durch die nächste Station und ihr seht, dann ist er so orange. Das heißt, hier ist er dann ganz gehäutet worden. Deswegen ist er orange. Dann geht es hier weiter und dann wird er schon in so Stücke gepresst, die schon aussehen wie die Fischstäbchen, wie wir sie dann später haben möchten, aber eben noch nicht paniert und gar nichts, sondern einfach nur die Stückchen. Dann geht es hier weiter und ihr seht das hier, das ist quasi unsere Paniermaschine. Und ist das auch wird das auch schon gegrillt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall paniert. Und hier sehen wir, die panierten Stückchen kommen hier durch. Hier werden sie dann nochmal abgekühlt, damit sie für die Verpackung fertig sind. Genau. Und kommen dann hier in so Kisten. Das ist nämlich die spezielle Verpackung von unseren Fischstäbchen. Die werden nicht einfach in Kartons gepackt, sondern in Schatzkisten. Genau, das ist so das Markenzeichen. Ob die Fischstäbchen dieser Fabrik jetzt gut oder schlecht sind, das sei dahingestellt. Man sieht auch, dass viele der Arbeiter ein etwas unglückliches, wie soll ich sagen, sie sind nicht gerade die glücklichsten. Die Arbeitsbedingungen in der Fabrik sind nicht die besten. Aber die Fabrik hat es super verstanden, hier mit den Schatzkisten zu arbeiten, und die Leute freuen sich, dass sie hier die Fischstäbchen dann in diesen Schatzkisten kaufen können, auch die Restaurants. Und wir haben versucht, das ein bisschen an das Theming, an das Unterwasser-Theming anzupassen. Hier seht ihr zum Beispiel diese blaue Röhre, die aus dem Gungan-U-Boot aus Star Wars hergenommen wurde. Daneben die gelbe ist aus einem anderen U-Boot, ich glaube aus der Aquazone-Serie. Hier unten sind ein paar Fässer, ihr seht das, da werden eben die Fische vielleicht ein bisschen zwischengelagert, wenn sie gerade zu viele Fische bekommen. Auch noch ein Eimer steht hier. Ja, hier ist unabsichtlich auch ein Krebs in die Fabrik geliefert worden. Der wird hier auch gerade weggeworfen, den brauchen sie dort nicht. Hier habe ich so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein Gerät, wo man sich so ziehen lassen kann, unter Wasser angehängt, hier als Generator. Hier sind auch auf den einzelnen Gerätschaften jede Menge so bedruckte 1x2 Fliesen mit allen möglichen Anzeigen und Schaltern und Bildschirmen. Die sind auch auf der anderen Seite drauf, aber dort sieht man sie extrem schlecht. Auch viele Computer wurden verbaut, damit weil alles mehr oder weniger wie von selbst läuft hier an diesem Fließband. Genau. Und ich finde, es ist schon ganz nett geworden. Es ist noch nicht ganz fertig, uns fehlen nämlich noch ein paar Teile. Die haben wir jetzt aber auch schon bestellt. Und ja, mit dem Platz, der hier verfügbar war, haben wir, ich hoffe, das Beste draus gemacht, und ganz stolz ist Rita auf den ersten Stock dieses Fabriksgebäudes. Das ist nämlich die Etage des Chefs. Er hat ein Aquarium, eine schöne Uhr. Ja, und schau dir mal seinen Gesichtsausdruck. Er ist nicht ganz begeistert, denn laut ihm soll es natürlich noch viel schneller gehen bei der Produktion, denn er will noch viel mehr Umsatz machen. Aber gut, das ist einfach die Gier. Ich finde auch arg, ja. Er steht dort oben und hat seine Glasscheibe so getönt, dass man, er sieht zwar hinunter, aber hier werden die übrigens auch noch in Trans Black ausgetauscht. Hoppala. Aber er sieht hinunter und kontrolliert seine Mitarbeiter, und sie sehen aber nicht hinauf. Das ist so ein Spiegel, der nur in eine Richtung durchlässig ist. Genau. Und er sieht da runter und kontrolliert seine Arbeiter, die wahrscheinlich ihm wieder zu langsam oder zu schleißig arbeiten. Ja, wie überall das Gleiche. Aber gut, man sieht wirklich, von unten sieht man ihn kaum, aber er beobachtet ganz, ganz genau. Wir haben uns jetzt dann noch überlegt für das Dach, und zwar
kommt da eine Spezialkonstruktion hin von Rita obendrauf. Da kommt noch ein zweites, kleineres Gebäude obendrauf, wahrscheinlich hier. Das verraten wir aber noch nicht, was das ist. Wie gesagt, die Steine haben wir zum Teil schon bekommen. Und ja, ich finde, das sieht hier mit diesem Piratendetails ganz nett aus. Wir haben ja sogar überlegt, aber ob das nicht ein bisschen zu viel wird. Ja, ich bin dafür. Christoph ist ein bisschen... Kommt drauf an, was ihr sagt. Wie soll man sagen? Er ist ein bisschen skeptisch. Kommt drauf an, was ihr sagt. Ob wir hier nicht am Dach so ein versunkenes Piratenschiffwrack montieren sollen, vielleicht mit einem Masten. Ich fände das eine extrem coole Idee, weil ich denke mir, man muss ja auch auf sich aufmerksam machen als Firma. Und wenn da oben eben so ein Wrack ist, glaube ich, sieht das megamäßig aus. Wir könnten es ja mal probieren. Das Einzige, was halt sein kann, ist, dass es dann ein bisschen too much wird. Denn ihr müsst bedenken, es kommt ja auch hier auf diesen zweiten Platz noch ein... so filmst du jetzt wieder mich. Ja, weil du das so super erklärst. Ja, du sollst ja hierher filmen. Gut. Hier kommt ja auch noch was. Ihr habt uns auch so viele tolle Vorschläge geschickt, was wir hier machen sollen. Ich glaube, die Fischfabrik war eigentlich ja für diesen Platz hier gedacht, aber wir haben jetzt mal hier angefangen. Vielleicht wird das hier so eine kleine Erdölraffinerie, weil ja direkt daneben der Hafen ist. Das würde sich anbieten. Hier kommen die Fischkutter rein und liefern die Fische an die Fischfabrik. Und daneben sind die Erdöltanker, die das Öl anliefern für all unsere Tankstellen, die wir in der Stadt haben. Da müssen wir uns das aber erst anschauen. Eine Erdölraffinerie haben wir auch noch nie gebaut aus Lego. Ja, und wir kennen uns ja auch super aus mit Erdölraffinerien, also auf jeden Fall ich, wie das funktioniert, genauso wie die Fischfabrik. Das war eher auch, also falls jemand von euch in einer Fischfabrik arbeitet und wir haben einen Fehler gemacht, sorry. Ja, ich weiß gar nicht, ob es bei uns irgendwo überhaupt eine Fischfabrik gibt, in Österreich eher weniger, glaube ich. Eben. Aber ja, so viel auf jeden Fall dazu. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was wir noch verbessern oder verändern könnten, damit es dann noch besser aussieht. Wie gesagt, das ist jetzt mal der erste Versuch. Ich finde, es schaut super aus. Hier werden wir uns dann noch was überlegen, was wir machen. Dann wird der ganze Platz hier noch gefliest, vielleicht auch noch mit Parkplätzen oder so Verladerampen, wenn sich das ausgeht. Und ja, wir haben hier jetzt mal so einen etwas, ich nenne ihn mal hässlicheren Lastwagen, der passt nämlich hier wirklich sehr schön hinein, hingestellt, der gerade eine Lieferung Fischstäbchen abholt. Sehr cool. Und in ein Burgerrestaurant bringt, wo sicher heute Mittag dann schon die Leute bei ihrem Fischmeck sitzen. Njam, 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 njam. Ich glaube, ich habe noch nie einen Fischmeck gegessen, aber wenn es den Leuten schmeckt, soll man sie nicht stoppen. Ja, die Idee war irgendwie so cool, wir haben so viele Vorschläge bekommen. Es tut uns auch leid, dass wir nicht alle eure Vorschläge umsetzen können. Das stimmt. Aber ja, wir haben uns die durchgesehen und haben überlegt, was lässt sich aus Lego machen, was würde uns Spaß machen, und irgendwie sind wir dann beide irgendwie bei dieser Fischstäbchenfabrik hängen geblieben. Und ja, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, das aufzubauen. Soweit ist jetzt mal der Fortschritt. Ich hoffe, dass jetzt demnächst wieder mal ein Update dazu kommt, vielleicht zur zweiten Seite, denn es hat mich wirklich sehr gefreut, dass ihr euch so über die Ideen und das Ganze ausgelassen habt in unseren Kommentaren und so viel geschrieben habt, was wir alles machen können. Ich glaube, auf Fischfabrik wäre ich selbst nicht gekommen. Und die war auch sogar einige Male in den Kommentaren drinnen, dass hier eine Fischfabrik oder auch eine Fischstäbchenfabrik, ich glaube, es war sogar der Vorschlag, der am häufigsten gekommen ist. Deswegen haben wir sie dann genommen. Ja, deswegen, ich freue mich immer so über die Kommentare und über die super Ideen. Bitte stoppt ja nicht damit, denn es ist einfach, unsere Stadt wird so cool mit euren Ideen. Das freut mich immer am meisten. So ist es. Ach ja, so ist es. Deswegen, wir werden jetzt wieder ein paar Kommentare lesen, schauen, ob vielleicht wieder irgendeine neue Idee dabei ist, und dann würde ich sagen, bauen wir wieder weiter. Ganz genau, wir hoffentlich auch. Einen Zug müssen wir auch wieder mal fahren lassen, der steht hier natürlich auch, aber der war jetzt mal hier vorne geparkt, damit der nicht stört, aber hier können natürlich auch Züge direkt dann mit Fischstäbchen beladen werden. Ein Traum. Ein Traum. So wie sich das gehört. Und ja, lasst es euch auf jeden Fall gut gehen und baut auch ihr was Schönes, wie Rita immer sagt. Genau, das ist doch das Wichtigste. Tschüss, bis zum nächsten bald. Mal. Tschüss.